Und hallo zurück. Natürlich wieder nicht unbedingt ein Quicktime-Event, aber das gute alte Handhaben von Dietrichen, um ein Schloss zu knacken. Hier war es irgendwo, der Hotspot. Da. Und jetzt rechts. Ich bin einfach klasse in sowas. Ist das Kunst oder eine Weltkarte? Ich glaube eher eine Karte. Ja, da könnte ich jetzt rausmarschieren und die Sekretärin erschrecken. Das werde ich nicht tun. The Gentleman with the Iron Arm. The accuracy of his throw. I earned the nickname Iron Arm. I used to throw the ball in 15, and yeah, wherever it wanted. And my coach, the great Joffrey Sachs. And so I worked hard. Pearl Harbor. I enlisted immediately. After losing a partner in combat, a serious injury, I asked to be relocated. I became a sniper. I know I shouldn't say this, but I was one of the best in the Army, and it was all thanks to my accuracy. No, it was all thanks to Jeffrey Sachs. I wonder how many Americans that man saved with my arm. After these words, Tim Thorpe is moved almost to tears and asks me to take a break. It's shocking to see how an athlete and soldier, a man whose aim and skill won him a Medal of Honor and the nickname Surgeon among his brothers in arms. That can't be. I mean, it could be a coincidence, but no. Wegen seiner Präzision als Scharfschütze wurde er der Chirurg genannt. In every investigation, there comes a point where every single lead seems to go down the drain. And you have to retrace your steps to get back on the right track. Was haben wir denn jetzt? Oh, meine Argumente, meine Annahmen haben sich zu einem Teil zumindest in Luft aufgelöst. Die gesammelten Hinweise lassen eine neue Schlussfolgerung zu. Dann lasst mich mal schließen. Ein Scharfschütze hat Randall Lee getötet. Mann hat Thorpe wegen seiner Präzision als Scharfschütze Chirurg genannt. Was wäre? Die beiden nicht, aber die ersten beiden haben miteinander zu tun. Spano schiebt alles auf den Chirurgen. Ne? Ein Scharfschütze hat Randall Lee getötet. Man hat Thorpe Chirurg genannt. Hat er vielleicht auch seine physischen Grenzen mit Drogen überwunden? Nein. Was haben wir denn noch? Das hat aber nichts miteinander zu tun. Nee. Ich glaube, uns fehlt hier noch was. Wir können noch nicht den Schluss ziehen, auch wenn uns das Spiel das hier vorgaukeln will. Ich glaube, ich brauche noch mehr Informationen. Die anderen Sachen schienen nicht sehr ergiebig. It's a bit strange to see no office chair behind a desk until you remember the desk's owner is in a wheelchair. Thorpe kann nicht gehen und sitzt im Rollstuhl. Das würde ihn ja eigentlich von der Annahme entlasten, dass er der Scharfschütze war, der Randall Lee getötet hat, oben auf dem Dach. Da kommt er mit dem Rollstuhl nicht hin. Es sei denn, er benutzt den Rollstuhl quasi als Tarnung und ist in Wirklichkeit gar nicht gelähmt. So, Thorpe kann nicht gehen und sitzt im Rollstuhl. Nein. Ein Scharfschütze hat Randall Lee getötet, Thorpe kann nicht gehen. Daraus müsste ich ja schließen, Thorpe kann es nicht gewesen sein. Das bringt hier noch nichts, glaube ich. Es ist irreführend, wann der mir anzeigt. It might be connected to the switchboard at the front desk. Ja.
glaube, es ist irreführend, wenn das Spiel mir sagt, dass ich einen Schluss ziehen kann. Noch ist es nicht wirklich so weit. Guck an, Medikamente. Oh, crap. Boss. Und Boss haben wir auch im Labor gelesen an verschiedenen Stellen. Of course. Er hat eine Waffe. Und er hat Pillen. Wie sieht es jetzt aus mit dem Schluss? Auf Thorpes Schreibtisch steht ein Pillenfläschchen. Mitchells Drogen helfen, physische Grenzen zu überwinden. Thorpe kann nicht gehen. Ah. Wait, what if Groon's drugs helped Thorpe walk? Und er kann zumindest zeitweise aufstehen. Was wäre, wenn Thorpe mit Hilfe der Pillen laufen könnte? Ja, die beiden Sachen kann ich noch nicht zusammenführen. Ich schon, aber das Spiel noch nicht. Ein Scharfschütze hat Randall Lee getötet. Nee. Mit dem Revolver sicher nicht. Für die Entfernung braucht er eher ein Gewehr. Aber... Nee. Wo war das? Wo war ich, dass ich er hat eine Waffe in seiner Schublade. Fangen wir damit an. Was wäre, wenn Thorpe mit Hilfe der Pillen laufen könnte? Ein Scharfschütze hat eine Lee getötet? Nein. Oh, toll. Was wäre, wenn Thorpe mit Hilfe der Pillen laufen könnte? Nein? Welche zwei haben denn gerade schon zusammengepasst? Ich weiß es schon nicht mehr. Ein Scharfschütze hat eine Lee getötet. Er hat eine Waffe. Nee. Ah, komm, ich muss hier mal weitersuchen. Der Schluss ist noch nicht wirklich möglich. Glaube ich. Ich kann hier rausgehen. Aber das will ich doch nicht. Ich will doch nicht die Sekretärin da aufmerksam machen. Was haben wir hier noch oben? Ach, guck an. Schützen für einen Bloomington. Klasse F, 300 Meter. Erster Platz. Timothy W. Thorpe. Über 300 Yard. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber das ist viel. Und die Skulptur zeigt auch ein Scharfschützengewehr. Da haben wir noch ein Bildchen für unser Sammelalbum. Jetzt müssen wir noch ein Scharfschützengewehr irgendwo finden. Ist da noch mehr? Weil alle anderen aktiven Hotspots sind verblasst. Nur das Scharfschützengewehr, die Trophäe hier nicht. Schützen für einen Bloomington. Ich kann aber die nicht nehmen und kann ja auch nichts entdecken, was noch dazu gehört. Kann ich jetzt einen Schluss ziehen? Habe ich jetzt Erkenntnisse gewonnen? Ein Scharfschütze hat Randall Lee getötet. Man hat Thorpe Chirurg genannt. Nein. Ein Scharfschütze hat Randall Lee getötet. Ja, ich finde jetzt schon nicht mehr, wo das mit dem Gewehr war. Hat eine Waffe in seiner Schublade? Nein, das war es nicht. Ein Scharfschütze hat Randall Lee getötet. Nope. Fangen wir damit an.
Er hat eine Waffe in seiner Schreibtischschublade. Ein Scharfschütze hat Lee getötet. Ach komm! Das ist immer das Problem. Was kommt Entwicklern logisch vor und was kommt mir logisch vor? Das driftet immer sehr stark auseinander. Manchmal sind die Schlüsse derart offensichtlich, dass ich dem Blacksad hier weit voraus bin. Und manchmal komme ich absolut nicht drauf, was er hier von mir will. Was wäre, wenn Thorpe laufen könnte und er ein bekannter Scharfschütze wäre? Ein Scharfschütze hat ein... Ah! Of course. It wasn't Mitchell or Gill. It was Thorpe who shot Randall at the hospital. Ja, das haben wir uns auch schon lange selbst erschlossen. Haben das bloß nicht in diesen Formulierungen hier irgendwie wiedererkannt. Ja, toll. Also hier ist jetzt das, was wir gerade erschlossen haben, ist nicht hinzugekommen. Ne. Thorpe hat eine Waffe in seinem Schreibtisch. Thorpes Schreibtisch steht ein Pillenfläschchen. Nein. Was wäre, wenn Thorpe mit Hilfe der Pillen laufen könnte? Ja. Und hat Thorpe Chirurg genannt. Spanner schrieb alles auf einen Chirurgen. Aha. Und das? Ne. Ah, die zwei Sachen. Man hat Thorpe den Chirurgen genannt. Spanner schrieb alles auf den Chirurgen. Hat man das gerade? Ja, toll. Ich mache jetzt Brute Force gegen den Uhrzeigersinn. Aha. That's it. Thorpe is the man behind the whole drug operation. Everything adds up now. And yet I can already hear Smirnoff telling me I have no conclusive evidence. What if I set a trap for Thorpe? But how? Ich muss Thorpe in eine Falle locken. But how? Thorpe ist der Strippenzieher hinter der ganzen Doping-Affäre. Na toll. Also, das ist ja eine der Voraussetzungen, von denen ich jetzt ausgehe. Kann ich ihn dazu verlocken, aufzustehen und sich selber zu enttarnen? Ne. Muss Thorpe eine Falle stellen. Was wäre, wenn Thorpe mit Hilfe der Pillen laufen könnte? So, Brute Force. Aha. Immer wenn ich Brute Force machen will, ist doch der erste What if I Treffer. place Thorpe's gun up there and corner him so that he has to stand up to get it? The show was about to begin. All I needed was an audience and some patience. Stop it! Arr! Don't you know who you're dealing with, matey? What a silly man! Mutiny! You wants to be shark bait, do ya? Oh, Blacksad. I feel terrible for keeping you waiting. John, But you see, there was mutiny on board, so... stop! You see what I have to put up with. All right, helmswoman, to the cabin with you! Onward! Aye, aye, Captain. Come along, Blacksad. Julie, don't let anyone bother us.
Honey, will you wait in the boardroom for me, please? But I'll just be a minute then. I think you've already suffered enough. okay. And think about where you'd like to have dinner tonight, okay? Das You war see, John aus I'm Tjombe, not going glaube to ich. pay you for solving the case. Fair enough. The truth is, I didn't solve it. No, it's not that. You'll get every penny we agreed on, and more. But not because you solved the case, but for her. 2 days ago, she wanted to end it all. Drop out of college, sell the gym. Too many wounds to heal. But through your incredible work, you managed to heal them. Well, perhaps not completely. It takes time to get over something like this. But at least, thanks to you, Sonia wants to be happy. She has hope. I'm going to help her make Dunn's Gym the best in the city. Who would have ever guessed it, huh? I'm happy for her. She's been through a lot, and honestly, I wasn't sure she'd make it. Well, she hasn't just yet. But she will in time. Anyway, back to the case. All those people you confronted. Gill, the German doctor, even Mitchell. Huh. I would have never suspected him. Did they say anything? Why did they do it? Did they mention any accomplices? They did mention a certain surgeon. Surgeon? You have any idea who that could be? I'm sure this comes as no surprise, but it was Angus Mitchell himself. In fact, you gave me the lead by telling me he was a doctor. Sure. Yeah, sure. I'm glad I could help. Although, you see, besides my esteem for Joe and Sonia, this ordeal really hits close to home. I don't follow. How do you mean? Sports are my livelihood. Do you know how many of the athletes involved have a deal with me? How do you know that? What? Oh, wait. Sonia told you. Yes, that's it. Sonia told me. That's funny. I never told Sonia. Well then, do you know how many of the athletes involved have a deal with me? I think I have a slight idea. So far, the papers only talk about bodies down at the docks and an illegal lab. Not one has mentioned the athletes. But if one word gets out, this agency's future could be on the line. Not to mention Sonia's and the gym's. Could I ask you to be discreet? I'm sorry to say your future is already on the line. What do you mean? Jetzt wird's mal I Zeit. wasn't completely honest with you before. I know you're the surgeon. A journalist told me. Ring a bell? I'm sure you've got good intentions, but you're wrong. What makes you think that? I'm sure there's an explanation. Don't deny it. I know Mitchell gave them to you. People see a wheelchair and think, poor guy, he can't walk. But there's so much more to it than that. Some nights I can't even sleep from the pain. That doesn't explain why you didn't tell me you knew about those drugs. Das weiß ich I know sicher. that you were a highly skilled sniper. And I think it was you who shot Randall Lee at the hospital. Have you seen me, Blacksad? How could I possibly do that? I hired you to solve this damn case. You think that's what a murderer would do? Only because you thought I'd blame Bobby Yale and drop the case. But as soon as I realized something wasn't right, you sent Randall Lee and Gill to give me a scare.
And when all that failed, you ordered Lee to kill me. You're the type that won't open his jaws once he's got his prey, aren't you? I think I've made that clear enough by now. What now? Put yourself in my place for a minute. You're a promising football player who just got back from the war, but you're still a nobody. The man you saved kindly opens his house to you, and that man is still undone by his wife's passing. He works all day at his gym, and he drinks himself to sleep at night. So you practically end up raising his daughter. You give her her very first abacus. You encourage her to further her education. You comfort her when she misses her mother and her father. Meanwhile, your sporting career takes off. Life is good. Until one day, out of the blue, an accident cripples you. An old friend, Mitchell, tells you he knows someone who can help you. A German doctor. His drugs take some time to work, but they do wonders. You manage to walk for short bursts at a time, little by little. And those bursts keep getting longer. But the drugs aren't cheap at all. So you have to find a way to pay for them, don't you see? Erstmal die So you Werbeagentur decided gegründet. to start an advertising agency focused on product endorsement by athletes. And then it occurred to you to sell them those same drugs you were taking. Drugs would help them excel, and you'd get better ad deals. The perfect business model. Your first client? Craig Spano. His career had hit a rough patch, so you decided to help him, to reboot his career. And yet, when the drug started having serious side effects, you got rid of him. Afraid he would talk, you tried to kill him. That's why he hid. From then on, your business was smooth sailing. You even began to think you were above the law. You thought that you were untouchable. Until Joe Dunn found out, and then, 2 days before his unfortunate death, he came to see you. That's enough now. You stop it. Er wäre schon beinahe Now, aufgestanden. I don't know if I'm above the law, but I am sure as hell not beneath it. Do you know how much power I have? The kind of people I eat with every day? I could shoot you right now, and nothing would happen to me. With that gun you keep in your drawer? I'm afraid not. I placed your pistol out of reach, just in case you happen to confirm my suspicions, Ironarm. And now, if you'll excuse me, I have an appointment with the police. Er weiß sogar, wo die liegt. I won't let anyone wreck my life again. Sonia and I, we deserve a future. You can come in now, Smirnoff. Timothy Wilson Thorpe, drop your weapon. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford one, the state will provide one for you. Mr. Thorpe. 。
Wo war denn da noch eine Kugel dran? Ach so. Don't do it. Sonia Dunn, you are under arrest for the death of Timothy Wilson Thorpe. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Just shut up. Sonia should never set foot in jail. Blacksad, don't. Finding Thorpe guilty would have taken time. Sooner or later, the state of New York would have executed him. Sonia saved us all time. And money. No, there's no way this could work. How do we hide this? John? So. I'll put the bullets back in the gun. Thorpe had me at gunpoint, but Sonia was faster. We're doing the right thing, Chief. John, why do I end up getting my hands dirty every time I'm close to you? Corriger la fortune nennt man das. After everything that had happened, the last thing I was interested in was the fight. Aber wir kriegen ihn Did noch Yale zu take sehen. drugs before the fight? Did Stone let him win? I had done everything in my power for things to go the way my moral compass dictated. Whether anyone would listen to me, that was another story. Because no matter what they tell us, our actions don't always determine our future. My moral compass. As if I even knew what that means. I didn't even know what to think of my performance throughout the case. Did I have a clear conscience? Would I have made the same decisions, given the chance? Ja. Bis auf die offensichtlichen Fehler, die aber wenige waren. In entscheidenden Punkten kann ich zu mir stehen. Und damit nimmt eine stürmische Fahrt, würde ich sagen, durch die Welt des Film Noir ein Ende.
Die Logik war mir wie in allen Filmen dieser Art nicht immer ganz nachvollziehbar, aber die Stimmung kam auf jeden Fall gut rüber, fand ich. Gelangweilt habe ich mich nicht und ich hoffe, euch ging's ähnlich. Ich lasse den Abspann mal laufen, weil ich weiß nicht, ob hier vielleicht noch eine Szene Post-Credits sozusagen kommt. Smirnoffs Abteilung für Bagatelldelikte? Ist das die Quality Assurance gewesen, oder was? Aha. In der englischen Originalsprache war der Sprecher des Buchmachers Bookmaker. Ich glaube, da haben sie vergessen, den Namen auszufüllen. Bei den Synchronsprechern in anderen Sprachen gibt es dann einen echten Sprecher des Buchmachers. Man sieht übrigens, dass unser Blacksad tatsächlich immer noch weiter weg geht und jetzt so langsam das Ende der Gasse erreicht.
Wer hängt denn hier Wäsche auf die Leine? Wie soll die denn trocken werden? Das war aber mein letzter Gedanke, glaube ich. Oder kommt noch was zu diesem Spiel? Es wird noch eine Szene geladen. Nein. Wir landen zurück auf dem Startbildschirm. Und ich ergreife die Gelegenheit, Danke zu sagen allen, die mich auf dieser Reise begleitet haben. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ich freue mich auch, wenn der ein oder andere einen Like dalässt oder einen kleinen Kommentar verfasst. Das hilft dem YouTube-Channel, das hilft mir, das motiviert mich. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei einem anderen Spiel bei nächster Gelegenheit wieder. Macht's gut und ciao, ciao.